moin, herzlich willkommen Leute. Ich bin's, Ünal. Jetzt bekommt ihr euer Tutorial mit Tonaufnahme. Ich muss dann noch einiges einrichten an meinem PC, wegen Mikro und so weiter. Ich hoffe, dass dass ihr mich gut verstehen könnt. Ob da jetzt Rauschen ist, das sehe ich wahrscheinlich am Ende des Tutorials nur, wenn ich das geschnitten habe. Wie gesagt, aber es wird schon irgendwie hinkommen. Also, wie gesagt, wir wollen einen großen Naturlandschaft erstellen, und in den ersten Kapitel geht es nur um Assets. Wir wollen die Naturelemente schon mal vorbereiten und dann zum Schluss des Projekts als Ganzen hinzufügen. Aber das werde ich dann bei diesem Tutorial-Serie dann alles erklären. Okay, fangen wir an. Die Steinassets, die Felsen haben wir ja schon gemacht und ich hoffe, dass ihr damit zurechtgekommen seid. Jetzt fangen wir an, Bäume zu erstellen. Das ist der Tutorial jetzt mit den Bäumen. Breite, große, kleine, dass wir verschiedene Arten von Bäumen erstellen und die als Assets später variabel nutzen können. Ja? Fangen wir einfach drauf los an. Okay. Löschen wir den Würfel erstmal. Den brauchen wir nicht. Eigentlich brauchen wir das ja auch nicht. Erstmal alles weg. Alles weg. So, gelöscht. Für unseren Baum. Es gibt verschiedene Wege, um einen Baum zu erstellen. Ich habe mir gedacht, wir wollen ja mit dem Meshes und Vertices sparen. Wir wollen nicht zu viel Meshes erzeugen, weil nachher zum Schluss, ich weiß nicht, ob jeder, der dieses Tutorial jetzt nachmacht, der PC von denen die Leistung erbracht werden kann. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich gebe mein Bestes und versuche die Bäume so zu erstellen, dass jeder das wirklich mit seinem PC erstellen kann. So, wir fangen einfach mal an. Also, gehen wir jetzt für Preferences, hier hin. Hier tippen wir mal Tree. So, da gibt es dieses Add-on. Add Curves Splitting Tree Again. So, und dieses Add-on brauchen wir. Wenn ihr das noch nicht habt, dann sieht das so aus. Ja, den könnt ihr einen ausschalten. Immer wenn ihr es braucht, müsst ihr selber wissen. Wir schalten das jetzt ein. Und als nächstes brauchen wir Import Export Images as Planes. Diese beiden Add-ons brauchen wir jetzt für diesen Tutorial. Ja? Wenn das so ist, bitte einschalten, dann ist es bei euch auch drauf. Okay. Die beiden haben wir. Fangen wir mal an. Shift A. Achso, Moment. Damit ihr auch seht, was ich überhaupt mache. Okay. Shift A. Curve. Hier ist der Add-on. Normal, hier Curve. So, jetzt haben wir einen fertigen Baum erstellt. So, das ist wie gesagt ein Tutorial mit dem Add-on. Das ist damit es für euch einfach ist, weil sonst würde das Video viel zu lang werden. So, jetzt haben wir hier verschiedene Arten von Einstellungen für, wie gesagt, für diesen Baum. Das ist die Standardeinstellung. Man kann hier Willow, da seht ihr schon, ne? Verschiedene Arten von Größen, von Varianten der Baum, seht ihr selber. Aber mir gefällt, wie gesagt, für diesen Bereich jetzt eigentlich dieser hier. Das reicht für uns vollkommen aus. Und den werden wir dann später kopieren und wieder einfügen. Also wir werden es duplizieren nachher und einfach die Größen ändern. Kleiner und bisschen breiter, dass wir ungefähr 3 oder 4 verschiedene Bäume haben. Das reicht uns vollkommen aus für unseren Tutorial. So, aber jetzt ist ganz wichtig, wie gesagt, hier steht Curve Resolution. Das ist für uns zu viel. Ich will sparsam umgehen, wie ich am Anfang des Tutorials gesagt habe. Es kann sein, dass ich sogar zu viel rede, Jungs oder Leute. Deswegen gehe ich einmal runter. So. Komm, machen wir 2. 2 reicht vollkommen aus. Das ist in Ordnung so. Okay. Gut. Du kannst bei diesem Add-on sogar schon Leaves setzen, wenn du möchtest. Leaves bedeutet also diese Blätter. Da.
Aber das wollen wir nicht. Warum? Diese Leaves, das sind auch Meshes oder Curves erstmal oder Meshes. So, die verbrauchen auch Speicher. Deswegen machen wir die Leaves selber durch ein Bild. Wir werden ein Bild setzen und dieses zeige ich euch sofort, wie das funktioniert. Ich überlege gerade, aber doch, das müsste klappen. Doch, das müsste klappen. Okay, so. Als erstes hier Kollektion. So. Und setzen wir jetzt unseren in einen Ordner rein, damit alles seine Richtigkeit hat. Ihr müsst dran immer denken, wenn ihr die Assets erstellt, müsst ihr den Ordner mit dem Namen benennen, damit ihr dann Bescheid weißt, wenn ihr da in den Ordner reinklickt, wo die Kollektion ist. Deswegen immer den Ordnernamen benennen. Das ist sehr wichtig, damit ihr nicht durcheinander kommt. Ja? Hier. Gut. Das ist unser Tree. Da kommt, machen wir 1, Tree 1, weil wir 3 oder 4 verschiedene machen. Okay, dann haben wir das auch. So, jetzt wollen wir Images as Planes. So, jetzt gehen wir hier rauf. Das ist das Bild, was ich einsetze. Den Link dazu werde ich in der Beschreibung setzen. Gut. Okay. Dann klicken wir hier drauf. Shading-Option hier drauf, damit wir auch wenigstens die Farbe sehen können des Bildes. Okay. Wie ihr seht, ist das ein Plane jetzt. Ist ein Bild als Plane gesetzt. So, was machen wir jetzt? Jedes Objekt, jeder Objekt, den ihr einpflegt, jedes Objekt, egal welche Art, so, ob es jetzt ein Würfel ist oder ein Plane ist, der hat einen Origin, das ist hier in der Mitte. So, das ist sozusagen die Achse oder der Mittelpunkt dieses Objektes. So, aber es ist ja so, ich möchte diese Pflanze hier, dieses Bild hier, mit diesem Stiel am Anfang, diese Stielecke, hier gebunden haben, an diesen Ästen. Aber das Bild, wenn ich den jetzt so einsetzen würde, würde er ab hier auf diesen Ast gesetzt werden. Dann würde das Plane sozusagen so aussehen und das wollen wir nicht. Wir wollen ja, dass die Pflanze ab dem Stielanfang, Pflanzenstängel da, von dem Ast aus hinausgeht. Deswegen gehen wir auf Tab, Edit Mode, File, ziehen das so rüber, so ein Stück vielleicht, so, jetzt schieben wir das mal zur Seite, damit wir überhaupt sehen können, was wir hier machen. Okay, aha, so, das ist der Origin und den versuchen wir mal, soweit, so, genau, so ist das richtig. Der Origin sollte jetzt da gesetzt werden, weil wie gesagt, der Anfang des Stängels aus dem Ästen da heraus oder Zweigen herausragen soll. Das ist unser Ziel. Genau, so, schieben wir ein bisschen noch zur Seite. Okay, haben wir das auch erreicht? Gut. So, wir haben diesen Baum erstellt mit den Add-on. So, jetzt kommt's. Jetzt drücken wir auf Edit. Jetzt seht ihr, das sind Curves. Das sind keine Meshes. So, wir wollen aber Meshes haben. Wir wollen diesen Baum als Mesh. Ihr wisst, was Curve ist. Mit Curves erzeugt man ja die Vertices einzeln und dann kann man dadurch was performen. Aber das ist ein anderes Tutorial, das zeige ich euch mal später. Was machen wir jetzt? Aus Tab wieder raus, rechte Maustaste und dann Convert to Mesh. Jetzt ist das ein Mesh. So wollen wir es haben, genau. Wie platzieren wir jetzt diese Pflanze an diesem Baum? Ganz einfach. Wieder Tab. Vom
oben gesehen mit 7 Top View. So, einmal hier rauf, damit wir die Transparenz sehen können. Einmal C. So. Und jetzt einmal von vorne wieder. So. Jetzt habe ich diese Fläche hier markiert. Ich gehe trotzdem nochmal auf C. Mit der mittleren Maustaste oder Mausrad nehmen wir das hier weg. So. Okay. Moment. So. So. Das, was ich hier gerade gewählt habe, da soll keine Pflanze gesetzt werden, Blätter gesetzt werden. Entschuldigung, Blätter. So, das heißt, aber ich habe ja jetzt diese Fläche markiert. Wie kann ich das jetzt so die Trennung machen? Ich will es ja gespiegelt, umgekehrt. Dann drücken wir jetzt STRG I. So, jetzt haben wir die entgegengesetzte ausgewählt und die abgewählt. Mit STRG I kann man jederzeit hin und zurück wechseln. So, und diese Fläche hier, die wir jetzt gewählt haben, da wollen wir jetzt diese Pflanze aufsetzen. Gut, dann machen wir jetzt, gehen wir dahin, diesen Dreieckssymbol, Vertex, und dann wollen wir Vertex Group. Das sind ja Vertex. Das sind alles diese Punkte, sind ja Vertex, und wir wollen eine Gruppe erstellen. Dann gehen wir drauf. Ja, nennen wir das Leaves. Okay. So, und jetzt sagen wir Assignen. Drücken wir drauf, dann ist das so komplett diese Fläche, die wir jetzt gewählt haben, diese Gruppe angewählt. Das ist jetzt markiert. So, und jetzt gehen wir aus dem Tab wieder raus. Edit Mode raus, genau. Und jetzt gehen wir auf Partikelsystem. Erstellen wir ein neues. Machen wir her. Advances für Experteneinstellungen. So, jetzt ragen die ganzen Haare raus. So, das ist richtig, alles gut. Und jetzt gehen wir auf, wo war das? Vertex Group. Dichte, Destiny und drücken. Das, was wir gerade eben gemacht haben, mit dem Vertex Group. Jetzt ragen die Haare sozusagen aus den markierten Flecken raus. Okay, wir wollen aber natürlich keine Haare, also gehen wir auf Render, Objekt, Show Emitter und wählen das hier aus. Unsere Pflanze, unser Bild. Jetzt schauen wir es mal, gehen ein bisschen näher ran. So, und das war unser Ziel. Wie ihr seht, fängt er genau am Stängel Anfang an. So wollen wir es haben. Deswegen haben wir vorhin den Origin hier rauf gesetzt. Aber es ist mir so viel zu gerade. Das heißt, wir werden mal die Pflanze unterteilen. So, ich glaube 2 reichen. Ja, 2 reichen. So, machen wir den ein bisschen höher und den etwas tiefer. So, okay. Genau. So könnte man das machen. So. Okay, jetzt wollen wir mal etwas. Jetzt haben wir hier 1000 eingestellt. Wir sind wieder im Partikelsystem. Schauen, da sind 1000 Blätter drauf. Wir wollen mal 3000 nehmen. 3000. Jetzt können wir unter Render die Skalierung übernehmen. Scale. Nochmal ein bisschen größer. So. Genau. Wir können mal erstmal, oh, das Ding muss erstmal aus hier. So. Und ich gucke gerade. Okay. Sieht eigentlich schon gar nicht so schlecht aus, finde ich. Gut.
wir schauen mal das mal in, ich nehme mal, hier, dieses Symbol zeigt die Markierung an, was ihr wählt. Ihr könnt das mal auch kurz ausblenden, damit ihr besser so ein Bild davon habt, ohne diese Linien vorhin. So, sieht eigentlich nicht schlecht aus. Okay, gut. Als nächstes wollen wir dem Baum mal eine Textur verpassen. So, den Baum angewählt. Jetzt ziehen wir das Ding hier hoch. Schieben das ein bisschen näher. Okay. Gehen wir auf Shade Editor. Baum. Tree. So, da setzen wir unseren Textur mal rein. Images. Wie gesagt, diese Textur, die habe ich bei texture.com. Den könnt ihr da runterladen, da braucht ihr euch registrieren und dann könnt ihr pro Tag immer 15 Bilder runterladen und die sind noch markiert. Aber wie gesagt, ihr könnt auch woanders ihre Texturen runterladen, das spielt eigentlich keine Rolle. Es gibt Polyheaven, die Seite Polyheaven, die werde ich auch in die Beschreibung setzen. Da könnt ihr auch kostenlos Texturen, Seamless Texturen runterladen und einsetzen. So, wir nehmen jetzt diesen hier. So, setzen das darauf. Okay. So. So, jetzt haben wir das. Okay. Wir könnten jetzt, mir sieht das noch viel zu groß aus, die Textur. Wie kann man jetzt die Textur bearbeiten? Wir können jetzt, das ist der Principal Node. Ja, da ist ein Principal Node, dieser hier, der hat viele Eigenschaften, wo du was verändern kannst. Die Rauheit, Metallic-Eigenschaft, Specular, Glanzheit, das ist alles schon hier drin. So, aber hier, da kommt erstmal die Farbe oder eine Textur rein, wie wir jetzt im Baumstamm gesetzt haben. Klicken jetzt den hier an, diesen Textur-Node und drücken STRG T. So, dadurch erzeugen wir einen automatischen Mapping und Textur Coordinate. Dann braucht er sich extra anzuwählen. Jetzt will ich die Textur etwas vergrößern. 3. Ich mache mal ein bisschen größer, damit ihr es erkennen könnt. So, ein bisschen größer. So, 3. So. Gehen wir ein bisschen näher. So. Okay, uns fehlt jetzt Licht. Alles klar. Uns fehlt jetzt Licht. Wir setzen mal die Sonne hin. So, okay. Machen wir mal so 5. So, wir brauchen jetzt Licht, wie gesagt. Warum? Weil wir gleich an der Struktur arbeiten werden. Das bedeutet, ziehen wir es zurück, ein bisschen zur Seite. Jetzt holen wir eine Bump Node, Vektor, Bump, setzen Sie es dort hin, von der Farbe in die Höhe, in die Höheneinstellung und dann da rein. So, da seht ihr, das wird simuliert, so eine Höheneinstellung, ein Bump Map. So, und die setzen wir jetzt ein bisschen runter, das ist ein bisschen zu viel, denke ich. So, ja, genau. So sieht es ja schon gut aus. Okay. So, da haben wir den Baumstamm und die Textur verpasst. So, jetzt wollen wir den Blättern noch was zugeben. Etwas Transparenz oder besser gesagt diese Lichtdurchlässigkeit. Und das können wir nur mit Translucence, mit Shader, Translucence, genau, und ein Edge Shader. Den packen wir dorthin und den packen wir dorthin. So, und die Farbe von der Pflanze, von der Textur, setzen wir dahinter. Da rein. So.
Alles klar. Dann haben wir das auch erreicht. So, das ist fertig. Schieben wir ein bisschen runter. Okay. So, jetzt können wir es mal einen Blick drauf werfen und setzen mal Cycles, weil wir ganz Zeit in Eevee gearbeitet haben, damit wir schneller arbeiten können. Jetzt setzen wir uns Cycles mal um und schauen uns mal, wie das aussieht. So, das sieht eigentlich nicht schlecht aus, finde ich. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das gefällt mir. Okay, jetzt können wir noch, wenn eure Grafikkarte das unterstützt, Denoising einstellen. So. Genau, weil im Viewport steht bei mir 32. So, und das wird nochmal geglättet sozusagen mit Denoising. Über Denoising könnt ihr nachgucken, was das bedeutet. Das ist ein bisschen, ich bin jetzt kein Vollprofi darin, aber Denoising, also das Bild wird nochmal verweicht, die Texturen, die Kanten, damit das besser aussieht. Ich hoffe, dass ich das richtig erklärt habe. Wie gesagt, okay, das haben wir. Jetzt überlege ich gerade. Okay, das haben wir. Color Management. Ja, bei Kontrast. Genau. In Color Management könnt ihr den Kontrast einstellen. Doch. Das sieht gut aus. Alles klar, gefällt mir. Wir können noch was anderes machen. Ich gehe mal wieder aus dem Viewport Shading raus und gehe auf Viewport. Entschuldigung. So. Okay. Weil ich möchte jetzt an den Blättern die Rotation noch ein bisschen ändern. Rotation. Dann gehe ich mal hier runter. Ich bin wieder im Partikelsystem, habe das Baum angeklickt und gehe jetzt in die Rotation. So. Gehe mal ein bisschen näher ran. Schau mal, wie das aussieht. Und setze mal in eine Randomize. Das funktioniert was? Ne, Klatsch. Hier war das, glaube ich. Da. Genau. Da ändern wir mal die Rotation dieser Pflanzen. So. Ganz genau. Einmal nochmal abwählen alles. Und wieder Cycles. Ich glaube, die sind etwas zu groß, die Blätter. Ich setze die Blätter etwas kleiner. Auf 0,13. Genau. Ich ändere was an der Rotationsphase. Man muss sich antasten. Man muss sich leider antasten, wie das am besten aussieht. Und dann irgendwann hat man einen Blick dafür, wie es eigentlich aussieht. Ich sage immer, wenn ihr diese Tutorials jetzt nachmacht, ändert das so, wie ihr euch das gefällt, ja. Ändert das, keine Ahnung, wenn ihr den Mesh, wenn ihr den Baum als Mesh konvertiert habt, das war vorher ein Curve. Und danach haben wir das in Mesh konvertiert. Dann hättet ihr auch zum Beispiel an Essen was ändern können, ziehen können. Okay, könnte man als Curve auch natürlich machen. Am besten lernt man im Blender, wenn man ein Tutorial anguckt und dabei Änderungen gleich selber vornimmt, so wie man das haben möchte. Dann lernt man viel, viel mehr. Okay, jetzt haben wir das. Jetzt haben wir hier Scale ja gerade geändert. Ich habe die Größe der Blätter geändert. Jetzt wollen wir mal ein Randomize nochmal reinsetzen und gucken, wie das sich das anschaut. Genau. Genau. Bisschen Veränderung. Im Natur ist ja nichts symmetrisch, ne, Leute? Es ist nichts symmetrisch in der Natur. Bisschen Änderung vornehmen, damit das bisschen realistischer aussieht. So, ich mache ein bisschen 0,3 auch, ein bisschen mehr. Ja. Also ich finde es gut, ich hoffe, euch gefällt es auch.
Ihr könnt in diesem Bereich noch ein bisschen rumspielen. So, das wäre es eigentlich schon. Ich glaube, jetzt können wir uns noch mal eine Umgebung. Jetzt kriege ich hier drauf. Wir wollen mal ein Hintergrundbild setzen. Ein Environment Texture. Und öffne mal ADI. Jetzt nehmen wir mal diesen hier. So, schalten mal die Sonne aus. Die Sonne. Warten. Doch. Das sieht gut aus. Okay, den ersten Baum haben wir erstellt. Damit sind wir jetzt durch. Das heißt, jetzt gehen wir zurück. Gehen auch wieder. Öffnen wieder diese Markierung. Damit wir sehen, was wir überhaupt markieren. Genau. So. Wir klicken den Baumstamm, wie jetzt hier. Shift D. Ziehen das zur Seite. So. Und nennen den Tree 2. So. Was machen wir jetzt? Jetzt drücken wir S, Z und ziehen das in die Länge. Genau. Nochmal S, Shift, Z. So. Haben wir einen anderen Baum erstellt. Nur mit einfacher Skalierung. Und ich würde sagen, davon machen wir jetzt einfach 3 oder 4 Stück. Kopieren wir den, duplizieren mit Shift D, ziehen das zur Seite. Setzen den einfach nur kleiner. Und nur auf Z. Genau. Duplizieren den nächsten. Shift Z und machen wir den breiter. Genau. So, jetzt machen wir unseren. Jetzt holen wir eine Kamera. Stellen wir uns eine Kamera. Holen wir die mal her. So. Gehen wir auf 0. So. Okay. So, das reicht. Das ist unser Asset. Den speichern wir jetzt. So, wir haben einen Ordner erstellt, Blender Tutorial Environment, so heißt mein Tutorial, Assets Ordner. Wie gesagt, es ist wichtig, dass ihr die Ordner erstellt, damit ihr euer Projekt später ordentlich zusammensetzt. Ja, das ist sehr wichtig. So, das sind unsere Stones von meinem ersten Tutorial. Neuen Ordner erstellen. So. Ja, ich setze die englischen Namen auch für unsere englischen User, damit sie es auch verstehen können. So, und Ordner, klicken wir rein. Trees und speichern. So, jetzt haben wir das gespeichert. Der Ordner heißt hier Tree. Aber was ist jetzt da drinne? In diesem Ordner, was ist da drinne? Die Kamera und die Sonne. Wenn wir später diese Assets importieren in unser großes Projekt, dann müssen die Dinger hier raus. Also einfach Kamera dorthin schieben, die Sonne auch nach oben zur Szenenkollektion. Weil wir eine Kollektion als Assets machen und die heißt dann Tree. Dann suchen wir die Kollektion mit dem Ordner Tree aus, dann klicken wir sozusagen das hier
Und dann werden nur diese Objekte importiert in unser Projekt und nicht die Kamera. Ja, das ist sehr wichtig, nicht, dass es später in unseren großen Projekt dann 5, 6 Kameras sind, die von den anderen Projekten erst jetzt erstellt wurden. Ja? Okay. Ich hoffe, ich konnte das so irgendwie einigermaßen erklären. Wir nennen wir gleich die Bäume. Den 4. So. 1, 2, 3, 4. So. Jetzt schauen wir uns mal an, wie das aussieht. Einmal speichern, Steuerung S. Genau. Das sieht ja schon mal gut aus. Okay, das war's erstmal heute. Das war, ihr habt lange gewartet und ich hoffe, dass dieses Tutorial gut geworden ist. Was unverständlich sein sollte, tut mir leid. Am besten in den Kommentaren schreiben. Ich versuche euch zu helfen. Wie gesagt, das ist mein Hobby, was ich jetzt hier mache. Und ich hoffe, dass ich damit euch, wie gesagt, helfen konnte. Oder wenn ihr noch Fragen haben solltet, fragt mich einfach und ich versuche das immer zu beantworten, so viel gut wie ich kann. Ja? Okay, ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal. Ciao!